Hallo meine lieben Freunde, da bin ich endlich wieder, euer Timo der Builder, und in diesem Video zeige ich dir, wie du über SSH auf deinen Raspberry Pi zugreifen kannst. Vorweg sei gesagt, dies funktioniert, soweit ich weiß, bei jedem Raspberry Pi. Bei dem 4er bin ich mir sicher, weil den habe ich selbst, und 3 und 3B Plus sollte auch kein Problem sein. Um über SSH zugreifen zu können, musst du entweder direkt bei der Installation auf deine MicroSD-Karte diese Datei, die SSH heißt, hinzufügen, wie ich dir gezeigt habe, auch oben in der Infocard verlinkt. Oder man kann, wenn du schon drauf bist, in die Raspberry Pi Configuration gehen, und hier kann man eben bei Interfaces, genau, bei Interfaces kannst du hier SSH auf Enable stellen, und dann fügt der Raspberry eben selbstständig diese Datei hinzu. Bei anderen Betriebssystemen geht es ähnlich, müsst ihr halt dann selbst schauen. Für mich ist es nur wichtig, dass das eben aktiviert ist und dass wir jetzt eben auf Windows sehen. Bei Mac würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen und Linux-Systemen. Ich habe aber gerade nur Windows da, deswegen kann ich es euch leider nur auf Windows zeigen. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal rüber. Also, ich bin hier auf dem MOBA Xterm. Das benutze ich meistens, um auf meine Raspberry Pi zuzugreifen, und es funktioniert super. Ich habe das mal bei einem Praktikum in einer IT-Firma gesehen und ich finde es eben sehr gut. Ich habe auch hier meine Verbindung zum Router. Den braucht ihr auch, um eben eure IP-Adresse rauszufinden für den Raspberry Pi. Außer ihr wisst ja natürlich schon so. Und dann könnt ihr einfach auf Edit Session gehen, oder ihr fügt eben, genau, also ihr geht halt auf Sessions und dann könnt ihr eine neue Session hinzufügen. Und hier stellt ihr eben ein SSH und hier setzt ihr dann noch eure IP-Adresse ein und setzt den Port auf 22. Advanced ist eigentlich relativ egal. Terminal Settings ist auch ziemlich egal. Hier braucht ihr auch eigentlich nichts einstellen. Und das ist eben nur, damit es hier schöner ausschaut. Und dann könnt ihr auch schon reingehen. Dann müsst ihr euch, wenn er sich verbindet, erstmal einloggen. Und beim ersten Mal werdet ihr noch nach dem Passwort gefragt. Und dann seid ihr auch schon drin. Hier unten seht ihr auch direkt, welches Betriebssystem drauf ist. Ist ein Debian ist drauf, ein Ubuntu. Genau. Linux-Version Ubuntu. Ich habe eigentlich Raspbian drauf. Ist eigentlich kein Ubuntu, soweit ich weiß. Aber okay. Hier seht ihr, welche User gerade eingeloggt sind, und nachdem halt euer RAM, eure CPU und so weiter ausgelastet ist. Und hier seht ihr nochmal eure IP-Adresse, und dann, das ist eigentlich nur von MOBA Xterm. Hier außen habt ihr auch direkt Verbindung auf eure Dateien und seht hier direkt, was ist da drin. Müsst ihr nicht immer alles auslesen, sondern ihr könnt halt direkt da überall reingehen. Was haben wir jetzt hier? Ah, genau, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch oben rechts, ne, verlinkt. Aber man kann eben auch einfach draufklicken und sieht es dann eben hier auch. Das ist eben das Praktische an diesem kleinen Programm hier. Ist auch nicht groß, ich kann es euch unten mal verlinken, dann könnt ihr es euch ja anschauen. Andere benutzen auch PuTTY, kann ich euch auch empfehlen, habe ich aber nicht viel Erfahrung mit. Ist aber natürlich auch möglich, könnt ihr natürlich verwenden. Funktioniert ähnlich. Wichtig ist eben nur, dass ihr SSH auf dem Raspberry Pi aktiviert habt, und dann geht der Rest eigentlich auch. Wenn ihr über das ganz normale Windows 10 Terminal drauf zugreifen wollt, dann kann man einfach abschreiben, sozusagen. Also man geht einfach her und sagt SSH, und dann könnt ihr einfach den Namen von eurem Raspberry eingeben und dann eben eure IP-Adresse, und dann kommt wahrscheinlich zuerst, ob ihr den Fingerprint von eurem Raspberry akzeptieren wollt,
Und wenn ja, dann könnt ihr einfach Yes eintippen und dann werdet ihr schon nach dem Passwort gefragt. Und dann seid ihr auch schon drin. Also mehr einfacher geht's ja eigentlich nicht. Und dann kann man genauso auch auf alles andere zugreifen. Es macht also gar keinen Unterschied, wenn ihr nicht MobaXterm installiert habt. Wichtig ist noch, falls ihr Probleme habt mit dem, es kann sein, dass in euren Windows 10 Features der OpenSSH Client nicht aktiviert ist. Dazu müsst ihr einfach in die Settings, Apps und Features und dann in die optionalen Features gehen und dort eben den OpenSSH Client installieren. Genau, mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Als nächstes zeige ich euch noch, wie ihr über den Remote Desktop-Verbindungen von Windows auch auf den Raspberry Pi zugreifen könnt. Das habe ich auch erst neulich entdeckt, weil ich dachte erst, das geht gar nicht. Aber das geht tatsächlich, ihr müsst bloß etwas Kleines installieren. Und zwar ist es das kleine Programm XRDP. Ich weiß nicht, wofür das steht. R wahrscheinlich für Remote Desktop Program. Irgendwie sowas. Genau. Habt ihr auch schnell installiert und dann könnt ihr eben auf Remote Desktop-Verbindung gehen. Und dann müsst ihr eben auch bloß hier eure IP-Adresse eintragen. Und dann könnt ihr euch auch schon verbinden damit. Und dann müsst ihr eben hier einfach nur einstellen, jawohl, ich habe hier Pi und mein Passwort 1234 oder sowas. Und dann habt ihr auch direkt Zugriff auf das. Ja, bei PuTTY geht es glaube ich ähnlich, aber benutze ich halt nicht, weil wie ihr gesehen habt, ich habe Zugriff auf Desktop über Remote und auf die Konsole über MobaXterm. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten würde ich mich auch über jeden Kommentar freuen, den ihr abgeben könnt zu diesem Thema, falls ihr Erfahrungen mit PuTTY gemacht habt oder mit dem Programm, die ich vorgestellt habe. Ansonsten Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.